Herzlich willkommen zur Erstsemestereinführung an das LUB Dresden. Sie haben sich für ein Studium an der Technischen Universität Dresden im Fach Forstwissenschaften entschieden. Die Bibliothek Forstwesen wird Sie in den kommenden Jahren auf diesem Weg begleiten. In Tharandt studieren Sie an einer der ältesten forstlichen Ausbildungsstätten der Welt. Die Stadt Tharandt wurde 1216 gegründet. Die Burg in Tharandt ist ebenso alt, wenn nicht sogar noch älter. Ab dem 16. Jahrhundert wurde sie nicht mehr genutzt und ein Teil der Steine wurde für den Bau des Jagdschlosses Grillenburg verwendet. Ein Aufstieg zum Burgberg empfiehlt sich besonders bei schönem Wetter. Hier hat man einen wunderbaren Ausblick auf alle 3 Täler und den Campus, wo 800 Studierende und 9 Institute ihr Zuhause haben. Auch die Bibliothek Forstwesen kann man von hier sehen. Die Fakultät Forstwissenschaften wurde 1811 von Heinrich Cotta begründet. Dieser hatte in seiner Heimatstadt Zillbach in Thüringen bereits 1786 mit der Ausbildung von Förstern begonnen. Als er 1811 vom sächsischen König als Direktor der Forstvermessungsanstalt nach Sachsen geholt wurde, stellte Cotta die Bedingung, seine Schule hier weiterführen zu dürfen. Auch erbat er sich, den Ort für seine Schule frei wählen zu dürfen. Seine Wahl fiel aufgrund der Nähe zum Wald auf Tharandt. Denn ohne Wald und dessen Benutzung kann eine Forstlehranstalt ebenso wenig gedeihen als eine Bergakademie ohne Bergwerke. Als 1816 die bis dahin private Forstlehranstalt in staatliche Hand überging und zur Königlich Sächsischen Forstakademie wurde, gründete man auch offiziell die Forstbibliothek. Deren erste Bestände setzten sich größtenteils aus Büchern der Professoren zusammen. Diese Altbestände werden heute in einem klimatisierten Magazin aufbewahrt. Teils kann man die Herkunft der Bücher über Exlibris oder anhand handschriftlicher Markierungen, wie hier am Beispiel von Cottas Signatur, nachweisen. Die Forstakademie wuchs und bald wurde der Platz in den privaten Häusern der Professoren für die Vorlesungen zu klein. Neue Gebäude mussten her. 1844 wurde dafür das sogenannte Schweizer Haus im Forstbotanischen Garten gebaut und 1848 konnten dann erste Vorlesungen im Hauptgebäude erfolgen. 1929 wurde die Forstakademie ein Teil der Technischen Hochschule Dresden, welche 1961 zur Technischen Universität Dresden umbenannt wurde. Das Hauptgebäude war bis 2002 auch Sitz der Bibliothek, deren Magazine sich im Keller befanden. Dies wurde zum Verhängnis, als die Weißeritz über die Ufer trat und große Teile des sogenannten Badetales überschwemmte. Nur dank der Hilfe zahlreicher Freiwilliger konnten um die 6000 Bücher geborgen werden. Etwa 4500 Bände gingen verloren. Die geretteten Bücher wurden zunächst schockgefroren, später dann sorgsam getrocknet und bestrahlt. Sie werden heute im Klimamagazin in der Tharandter Bibliothek aufbewahrt. Ein Verbleiben der Bibliothek im Hauptgebäude war nach diesen Erfahrungen nicht sinnvoll, sodass ein Neubau beschlossen wurde, der den vorhandenen Beständen mehr Sicherheit bot. So konnte 2005 der Roßmäßlerbau auf der Piener Straße eingeweiht werden. Er ist benannt nach Emil Adolf Roßmäßler, der von 1830 bis 1850 in Tharandt Professor für Zoologie und Mineralogie war. Er war übrigens auch einer der ersten, der Aquarien für das Wohnzimmer populär machte. Nun möchten wir Sie gern auf einen Rundgang durch die Bibliothek mitnehmen. Sie finden den Roßmäßlerbau auf dem Tharandter Campus. Im Erdgeschoss befindet sich die Mensa Tellerrand, welche Ihnen einen schönen Innen- und Außenbereich zum Sitzen bietet. Die Öffnungszeiten sowie den Speiseplan der Mensa finden Sie auf deren Website. Den Link dazu haben wir in die Infobox gepackt. Für Ihre Pause oder zum Arbeiten an der frischen Luft können Sie gern die Wiese hinter dem Roßmäßlerbau nutzen. Liegestühle stehen am Ausgang für Sie bereit. Im Foyer steht außerdem unsere Pinnwand. Dort können Sie Wohnungs-, Job- und Kulturangebote finden. Im Obergeschoss befindet sich dann die eigentliche Bibliothek. Vor dem Eingang stehen Ihnen für Lern- und Essenspausen unsere roten Sofas zur Verfügung. In die Bibliothek nehmen Sie bitte nur Arbeitsmaterialien und Getränke in verschließbaren Gefäßen mit sich. Für Ihre Taschen und Jacken sowie Speisen stehen für Sie unsere Garderobenschränke bereit. Für diese benötigen Sie eine 1-Euro-Münze. Bitte verwenden Sie keine Einkaufschips aus Kunststoff, dadurch verklemmt das Schrankschloss. Neben den Garderobenschränken finden Sie zudem unsere kostenlose Buchabgabe. Hier stehen unsere aussortierten Bücher für Sie bereit.
Greifen Sie hier gern einfach zu. Nun werfen wir mal einen Blick in die Bibliothek. Wann diese für Sie geöffnet hat, finden Sie auf mehreren Aufstellern im Gebäude, auf unserer SLUB-Website, auf der Infostele bei den roten Sofas und auf dem Bildschirm an der Servicetheke. Die Servicetheke ist Ihre erste Anlaufstelle. Hier ist immer eine Kollegin oder ein Kollege für Sie da, wenn Sie ein Anliegen haben. Alle ab 14 Jahren können sich in der SLUB anmelden. Als Studierende haben Sie die Campus-Card, welche Sie auch als Bibliothekskarte nutzen können. Dazu gehen Sie auf der SLUB-Website auf Besuchen, Nutzer in der SLUB werden und Online-Anmeldung. Auf dieser Seite klicken Sie anschließend auf Registrieren Sie sich schnell und einfach mit Ihrem TU-Login. Nachdem Sie Ihre Login-Daten eingegeben haben, wird für Sie automatisch ein Nutzerkonto erstellt. Um sich in Ihrem Konto anzumelden, geben Sie als Benutzernummer Ihre Hochschul-ID, diese finden Sie auf der Vorderseite der Campus-Card, und als Passwort Ihr Geburtsdatum in der Form Tag, Monat, Monat und 4-mal Jahr ohne Punkte ein. Das Passwort können Sie jederzeit ändern. In Ihrem Konto finden Sie alle wichtigen Informationen zu ausgeliehenen Medien, Gebühren und vielem mehr. Für die Ausleihe und Rückgabe von Medien steht neben der Theke ein Ausleihautomat zur Verfügung. Für den Automaten wird eine PIN benötigt. Diese können Sie ebenfalls in Ihrem Nutzerkonto einrichten und ändern. Laden Sie sich auch gern unsere praktische SLUB-App auf Ihr Smartphone oder Tablet. Hier können Sie schnell nach Medien suchen, diese auf einer Merkliste speichern und Ihre ausgeliehenen Medien verlängern. Außerdem finden Sie unter dem Button Info den Veranstaltungskalender der SLUB sowie die Öffnungszeiten und weitere Informationen zu den einzelnen Standorten. Zögern Sie nicht, bei Ihrem Anliegen auf uns zuzukommen. Wir helfen gern weiter. Melden Sie sich dazu einfach an der Servicetheke, per Telefon oder E-Mail. Ihre ausgeliehenen Medien können Sie an allen Standorten der SLUB kostenfrei zurückgeben. Ebenso können Sie Bücher aus anderen Standorten nach Tharandt bestellen. Das funktioniert per Mail oder über die ausliegenden Bestellscheine an der Theke. Wir bieten Ihnen in unserer Bibliothek zahlreiche Arbeitsplätze. Einige davon sind mit PC ausgestattet und sind unsere sogenannten Rechercheplätze, welche für die Recherche im Katalog genutzt werden können. Den Katalog finden Sie auf unserer Website. Um Ihre gewünschten Medien zu finden, geben Sie Ihre Suchbegriffe in die Suchleiste ein. Anschließend erscheint eine Trefferliste. Dort klicken Sie Ihr gewünschtes Medium an. Nun finden Sie ganz unten auf dieser Seite die Signatur, welche Sie zum Regalstandort führt. Am besten notieren Sie diese oder speichern sich diese in der SLUB-App, bevor Sie sich auf die Suche am Regal begeben. Alle Bücher im Freihandbereich sind nach der Regensburger Verbundklassifikation aufgestellt, welche anhand der gelben Signaturschilder zu erkennen ist. Der Signatur können Sie entnehmen, wo das gewünschte Buch zu finden ist. Unsere Bücher sind alphabetisch numerisch aufgestellt. Zuerst schauen Sie nach den ersten 2 Buchstaben. Diese stehen für die entsprechende Themengruppe. Danach gehen Sie nach der dahinterstehenden Nummer, welche für die Eingliederung innerhalb des Themengebiets sorgt. So steht beispielsweise ZH für Architektur und ZH 9660 für die Baumpflege. Zuletzt kommt dann noch eine Buchstabe-Nummer-Kombination, welche für den Autor steht. So sollten Sie den Standort des Buches finden. Bei Problemen helfen wir Ihnen natürlich gern weiter. Allerdings sind nicht alle Bücher im Freihandbereich. Viele befinden sich auch in unseren Magazinen. Diese Bücher können Sie, nachdem Sie sich auf der Website eingeloggt haben, im Katalog bestellen und nach 1 bis 2 Tagen an der Theke abholen. Sollten wir Bücher nicht in unserem Bestand führen, können Sie diese über das Fernleihportal bestellen. Sobald das Buch bereit liegt, werden Sie benachrichtigt. Wie genau die Bestellung funktioniert, schauen Sie sich am besten nochmal in unseren 2 SLUBcast-Videos zur Fernleihe an. Ebenso können Sie uns einen Kauftipp über die Website zusenden. Gern begründen Sie darin, wofür Sie das Buch benötigen. Durch einen Klick bei »Bitte für mich reservieren« können Sie sich das Buch vormerken und sind somit die erste Person, die dieses ausleihen kann. In der Bibliothek gibt es einen vielfältigen Bestand. Die Signaturschilder sagen Ihnen, ob ein Buch ausleihbar ist oder nicht. Rote Signaturschilder
bzw. Signaturschilder, über denen ein rotes Präsenzschild klebt, sind Präsenzexemplare und können nicht ausgeliehen und somit nur in der Bibliothek gelesen werden. Gelbe Signaturschilder ohne das rote Präsenzschild zeigen Ihnen, dass das Buch ausgeliehen werden kann. Aktuelle Zeitschriften des laufenden Jahres finden Sie in der Zeitschriftenauslage. Vorangegangene Jahrgänge stehen gebunden zur Verfügung. Diese haben nochmal eine eigene Aufstellung und somit auch andere Signaturschilder. Ebenso finden Sie bei uns alle Abschlussarbeiten aus Tharandt seit dem Jahr 1876. Zeitschriften sowie die Abschlussarbeiten gehören bei uns alle zum Präsenzbestand und müssen somit ebenfalls in der Bibliothek bleiben. Wenn Sie bei der Suche nach Medien Hilfe benötigen, kommen Sie auch hier gern auf uns zu. In der Bibliothek finden Sie neben Einzelarbeitsplätzen auch eine Sofaecke für Pausen, gemütliches Lesen und Gruppenarbeit. Auch gibt es einen klimatisierten Leseraum, der vorrangig für das Lesen von Altbeständen und durch das Hochwasser geschädigte Medien genutzt wird. Gern können Sie diesen aber, sofern frei, auch für Gruppenarbeiten verwenden. Ihre ausgeliehenen Medien können Sie vor Ort für das Arbeiten in der Bibliothek in einer eigenen Buchbox hinterlegen. Diese hat, wie unsere Bücher auch, eine Ausleihfrist von 28 Tagen und kann ebenso bis zu 5-mal verlängert werden. Bitte legen Sie die Medien und den Ausleihbeleg dieser sichtbar in die Buchbox ein. Für Laptops und größere Arbeitsmaterialien stehen Ihnen bei uns in Tharandt 3 größere Schränke zur Verfügung. Diese sind allerdings nur für 14 Tage buchbar, können aber selbstverständlich auch verlängert werden. Aus Gründen der Nachhaltigkeit wurde 2021 auf kostenfreies Scannen statt Kopieren umgestellt. Ihnen stehen dafür in Tharandt ein Scannerzelt für das Scannen mit dem Handy sowie ein Bookeye zur Verfügung. Am besten nutzen Sie für das Scannen mit dem Handy eine geeignete App, die Ihnen eine PDF-Datei erstellt. Für das Scannen am Bookeye bringen Sie sich am besten einen USB-Stick mit, auf den die entstandene Datei übertragen werden kann. In unserem Gruppenarbeitsbereich stehen Ihnen 2 Arbeitstische mit je 4 Stühlen sowie ein Clevertouch zur Verfügung. An diesen können Sie Ihren eigenen PC anschließen oder die Whiteboard-Funktion nutzen. Passendes Zubehör wie Stifte, Tastatur und Maus erhalten Sie an der Theke. Bei Fragen zum Clevertouch wenden Sie sich gern an das Bibliothekspersonal. Auf der Website der SLUB finden Sie alle aktuellen Veranstaltungen. Diese sind sowohl kultureller als auch historischer Art. Es gibt aber auch Workshops, die Ihnen Fähigkeiten für das Studium vermitteln, wie wissenschaftliches Schreiben oder Literaturverwaltung. Die meisten Veranstaltungen finden in Dresden in der Zentralbibliothek auf dem Zellischen Weg statt. Viele Schulungen gibt es aber auch als Online-Angebot. Benötigen Sie individuelle Beratung, zum Beispiel während Ihrer Abschlussarbeit? Dann wenden Sie sich gern an unsere Berater in der Wissensbar. Beschreiben Sie bei der Anmeldung Ihr Problem so genau wie möglich, damit eine bessere Vorbereitung seitens unserer Berater gewährleistet werden kann. Das Open Science Lab unterstützt Sie beim Umgang mit Forschungsdaten, welche Sie spätestens in der Phase der Abschlussarbeit erheben werden. Online finden Sie bei der Kontaktstelle Forschungsdatenmanagement eine erste Einführung in das Thema. Nun haben Sie alles Wichtige zum Einstieg in die Nutzung der Bibliothek im Studienalltag gehört und wir hoffen, wir konnten Ihnen damit etwas Licht ins Dunkel bringen. Alle wichtigen Links finden Sie unterhalb des Videos. Sollten Sie Fragen haben, wenden Sie sich gern an das Thekenpersonal vor Ort oder senden Sie uns eine E-Mail. Wir wünschen Ihnen einen guten Start in Tharandt.